Kapitänleutnant der Kaiserlichen Marine sollte ich mich auf den Sonderurlaub freuen. Endlich ausspannen nach 6 Monaten unglaublicher Strapazen. Aber es will mir nicht so recht gelingen. Das gleichmäßige Staccato des Zuges, die plötzliche Ruhe und die immer wiederkehrenden furchtbaren Bilder. Das alles verstärkt meine Zweifel und Fragen. War es Übermut? Selbstüberschätzung? Oder was ich mir am wenigsten verzeihen könnte? Blinder Gehorsam. Dabei begann alles friedlich und in bester Stimmung. Männer, es war eine harte Woche und Sie haben sich den Landgang redlich verdient. Aber zuvor gibt es noch einiges zu erledigen. Das Kohlebunkern überwachen die Leutnants von Schulau und Overbeck. Ich darf Sie auch noch einmal an das Sportfest am Sonntag erinnern. Wir wollen vor den englischen und französischen Kameraden keine schlechte Figur abgeben. Also, schlagen Sie am Samstagabend nicht zu sehr über die Stränge. Der sportliche Wettbewerb sollte auf dem Sportfeld und nicht in der Kneipe ausgetragen werden. Ich denke, wir verstehen uns. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Tsingtao, Hafenstadt der deutschen Kolonie in China. Hier lag unser ganzer Stolz. Seiner Majestät Schiff Emden. Meine beiden Offiziere hatten sich nicht freiwillig zur Wache gedrängt. Verständlich, denn dieser Dienst voll Staub und Dreck war unbeliebt. Irgendwie ist mir der Mann sympathisch. Verdammt, wie viel Uhr ist? Mensch, Karl, nimm's doch mal wie Urlaub beim Ostasiengeschwader. Friedliches Tsingtao, alles ruhig in China. Oh, sieh mal einer an. Dass du dir da überhaupt Hoffnungen machst. Die hat sie immerhin zweimal einen Korb gegeben. Aller guten Dinge sind 3. Weißt du schon, was du heute Abend anziehst? Ich habe eh keine Lust. Ich fürchte, danach wirst du nicht gefragt. Mama und Papa wollen, dass du bestens in der Gesellschaft bestehen kannst. Die Welt ist klein, besonders hier in Tsingtao. Also wenn er nicht bald kommt, bestellen wir. Ich frage mich Was eh. ich an ihm finde. Ich weiß. Ihr werdet eure Nase bald nicht mehr so hochtragen. Die Welt ist klein? Nein, die Welt ist riesengroß. Viel zu groß, als dass es immer so weitergeht wie bisher. Glaub mir, eine neue Zeit kündigt sich an. Kann es sein, dass meine Schwester heimlich Kommunisten liest? Brauchst nur selber die Augen aufmachen. So wie in den letzten 100 Jahren geht es nicht weiter, das schwöre ich dir. Einen wunderschönen Tag, die Damen. Gestatten? Bitte. Karte? Karte? Darf ich Sie einladen? Sie sind eine Ehre, Herr von Schulau. Ich war eigentlich mit Leutnant Overbeck verabredet. Haben Sie eine Ahnung, wo er stecken könnte? Das Bunkern der Kohlen dauert länger als geplant. Schwierigkeiten mit den Kulis. Immer das Übliche. Aber vielleicht ein Glas Sekt, um die Stimmung zu heben? Gern. Nein. An diesem Wochenende, welches in die Geschichte eingehen sollte, war einiges los. Ein deutsch-englisches Kameradschaftstreffen der Mannschaften. In dieser Zeit ein oft gepflegter Brauch. Besonders hier im chinesischen Tsingtao, wo es eine deutsche Brauerei gab. Hey, Mann! Wer deutsches Lied gut singt, muss
lass doch die Scheiße. Hier, Mann, ein lecker Schweine! Hey! Was ist los, Laurin? Ich dachte, deutsches Essen sollte man warm essen. Digga, halt deine Fresse! Großartig. Dafür haben die Herren Offiziere Geld. Aber dafür lassen Sie uns heute Abend auch in Ruhe. Wir Offiziere waren zu einer deutsch-englischen Hochzeit eingeladen. Mein Freund William heiratete die Tochter eines deutschen Industriellen. Nebenan der Strand von Tsingtao. Er gleicht frappierend den Stränden der deutschen Heimat. Aber auch das nächtliche Treiben in einer lauen Sommernacht ist ähnlich und schließt, das versteht sich, unsere Offiziere nicht aus. Auf immer und ewig. Auf immer. Das kann ich dir versprechen. Was allerdings in Ewigkeit passiert, keine Ahnung. Vielleicht gehe ich da noch mal fremd. Untersteh dich. Entschuldigung, mir ging es nicht so gut. Aber es geht wieder besser. Das freut mich zu hören. So schön kann keine Toilette sein, um sich so lange dort aufzuhalten. Und komisch, unser kleiner Herr Leutnant. Halt doch einfach mal den Rand. Hört doch mal mit dem Getuschel auf, ihr beiden. Irgendetwas liegt in der Luft. Darf ich die Herrschaften einen Augenblick um Ruhe bitten? Der Kommandant der Enden, Kapitän von Müller, hat eine wichtige Erklärung abzugeben. Meine Damen und Herren, uns hat soeben eine wichtige Nachricht erreicht. Seine Majestät der Kaiser haben die Mobilmachung der gesamten Marine und des Heeres befohlen. Infolge Überschreitung der deutschen Grenze durch russische Truppen befindet das Reich sich im Kriegszustand. Das Reich hat heute um 19 Uhr deutscher Zeit Russland den Krieg erklärt. Darf ich die hier anwesenden Herren Offiziere der Emden in unmittelbarem Anschluss zur Befehlsausgabe an Bord bitten, dass das für morgen angesetzte Sportfest zwischen französischen, englischen und deutschen Kameraden ausfallen muss, versteht sich von selbst. Meine Damen und Herren, ich darf Sie um ein dreifaches Hoch auf unseren Kaiser bitten. Bitte erheben Sie sich. Ein dreifaches Hoch auf unseren Kaiser. Unser Kaiser, er lebe hoch! 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 Ja, ich gebe zu. Auch ich war damals fest entschlossen, dem Feind entgegenzutreten. Wenn das Vaterland in Gefahr ist, darf man kein Zuschauer sein. Man muss handeln. Auf 3 Uhr japanische Inseln, 40 Meilen quer ab. Auf 3 Uhr japanische Inseln, 40 Meilen quer ab. Endlich wieder auf See. Und das sagt einer, der angeblich frisch verlobt ist? Wie kommst du darauf? Ganz Tsingtao sprach von nichts anderem bei unserer Abreise. Ja, ja. Ihre Schwester hat's mir erzählt. Also, der Erste. Position? 34 Grad, 45 Minuten Süd und 97 Grad, 56 Minuten Ost. Zielansprache? Griechischer Frachter Pontoporos. Auf 04,45 Grad voraus. Bruttoregister Tonnen 8400, Baujahr 1902. Reagiert nicht auf unser Heißstopp. Ein Schuss, feuerfrei vor dem Bug. Ein Schuss feuerfrei vor dem Bug, fertig melden. Ein Schuss feuerfrei vor den Bug. Fertig melden. Fertig zum Feuer. Fertig zum Feuern. Fertig zum Feuern. Feuer. 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 Leutnant Overbeck, Sie bilden ein Fliesenkommando. Stellen Sie fest, ob der Frachter kriegswichtige Güter geladen hat. Wenn ja, versenken. Alle, Mannschaft wie mögliche Passagiere, auf unserem Lumpensammler evakuieren. Erst dann Versenkung durch Öffnung der Seeventile. Jawohl, Herr Kanol.
Was haben Sie geladen? Akkumulatoren, Generatoren auf Stavstrom Campbell. Wo werden Sie Ihre Fracht löschen? Bombay. Bombay, für die Engländer. Sie und Ihre Mannschaft werden auf unserem Tender interniert. Danach wird das Schiff versenkt. Ja, aber das ist doch Piraterie. Herr Kapitän, ich bitte um Zurückhaltung. German Cruiser Emden, Schiffs Area, Indian Ocean. 1380 Bruttoregistertonnen Kriegsgüter versenkt. Besatzung Was für ein Heldenstück! Während die englischen Wachmannschaften schlafen, schießt Öltanks von Madras in Brand. German Warships still at loose in the Indian Ocean. Besatzungen der von der Emden versenkten Schiffe sicher in Colombo eingetroffen. englische Seeleute loben beste Behandlung durch Besatzung der Emden. Cocos Islands. Ein friedliches Atoll im Indischen Ozean. Als in dieser Nacht der Anker fiel, konnte keiner ahnen, was vor uns lag. Ich hatte einen Landungszug zusammengestellt, um die dort befindliche englische Telegrafenstation unschädlich zu machen. Ein Spaziergang sollte es sein, nach 3 Monaten auf See endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Welch ein Irrtum. Klute, die Lage. 2 Frühaufsteher haben wir ruhig gestellt, die waren fischen. Vielleicht können wir den Rest nach dem Schlaf erwischen, aber trotzdem, Vorsicht. Und Schulauch? Sie übernehmen die Siedlung und die Zivilisten. Jawohl, Herr Kaloi. Sie nehmen mit Ihren Leuten die Funkenstation ein und zerstören sie, bevor die Engländer eine Meldung über unsere Aktivitäten absetzen können. Jawohl, Herr Kaloi. Gärtner? Hier, Herr Kaloi! Sie kümmern sich mit unserem Smoothie... Wo steckt der? Hier, Herr Kaloi. Ah, Hilgert. Sie beide kümmern sich um frischen Proviant. Und zwar vom Feinsten. Jawohl. Ausführung. Wie sieht's aus? Australien ist tot, jetzt kommt Batavia. Schluss noch. Marine! Die Insel war schnell eingenommen. Widerstand der Engländer gab es nicht, im Gegenteil. Der Gouverneur lud uns in aller Form zum Lunch ein. Es war nicht sein Krieg. So schien es jedenfalls. I've got something for you. Quite impressive. Do have a drink. Thank you. Thank you. Isn't that marvelous? Schon wieder. Was ist denn los, Herr Leutnant? Gefahrensignal wird gesetzt. Die rufen uns an Bord zurück? Von Schula lassen Sie Proviantfassen einstellen, sofort am Strand sammeln. Jawohl, Herr Kaloi. Mannschaften, Waffen und Gerät am Strand sammeln! Vollzähligkeit melden! Would you excuse us? We have to postpone. Ich fürchte, es wird alles andere als gemütlich. Die lichten die Anker. Ankerflagge A ist halb gesetzt. Was hat denn der Alte vor? Sofort zum Strand. Mannschaft, Waffen und Gerät, Vollzähligkeit feststellen. Alles fertig machen zum Bord. Jawohl, Herr Leutnant. Gärtner, Sie bleiben bei mir. Das schaffen wir ja gar nicht mehr. Die nehmen schon Fahrt auf. Und setzen Gefechtsflagge.
Der Rauch vorhin war nicht unser Kohlenfrachter. Das sieht gar nicht gut aus. Kannst du erkennen, wer da angreift? Bordel de Merde. Ein Australier. 4 Schornsteine. Das muss die Sydney sein. Dann aber gute Nacht. Der Befehl lautete Sammeln am Strand. Also, Marsch, Marsch. Kurze, schnelle Schritte. Was ist denn los? Das ist aussichtslos. Schimmern Sie Schandmal, halten Sie endlich Ihre Klappe. Überzeugt jetzt. Pass mal auf, wenn du da immer die Fresse aufreißt, dann stopp ich sie dir. Egal wie groß du bist, klar? Bloody Jones. An ugly end to a myth. Damwell serves her right. Yes, sir. Menschenskind. Helm ab zum Gebet. Helm auf. Meine Herren, der Feind hatte Emden versenkt. Das Schiff, von dem alle glaubten, es sei nicht ein einzelnes, sondern eine ganze Armada von Schiffen. Der fliegende Holländer fliegt nicht mehr. Wir wissen nicht, wie viele unserer Kameraden getötet und wie viele in Gefangenschaft genommen wurden. Aber ich frage Sie, sollen wir uns in unser Schicksal fügen? Hier tatenlos ausharren, bis der Feind auch uns entdeckt hat? Das ist doch eher nur eine Frage der Zeit. Niemals. Niemals! Wir haben einen Eid geschworen. Wir werden kämpfen. Mit allem, was uns als Soldaten der deutschen kaiserlichen Marine zur Gebote steht. Was hat er vor? Mutterseelen allein im Innenstadt. Dort drüben liegt ein alter Schoner. Der wird requiriert. Mit dem werden wir uns bis nach Tsingtao durchschlagen. Und wenn es sein muss, bis nach Berlin. Jetzt geht's uns nicht viel besser als Odysseus. Welches Sternbild können Sie ausmachen? Vielleicht die Zentauren. Aber in Tsingtao stehen die Zentauren viel höher. Ja. Tsingtao liegt auch viel weiter nordnordöstlich. Allerdings. 3700 Meilen. Es sind die Zentauren. Von denen sollen die Griechen die Musik, die Medizin und das Jagen gelernt haben. Hätte ich auch gern studiert. Am liebsten alles auf einmal. Naja, als Jäger sind wir auf unsere Kosten gekommen. Was meinen Sie? Bis heute. Jetzt sind wir die Gejagten. Und verlassen Sie sich drauf, die Engländer werden alles daran setzen, uns wieder einzufangen. Das lassen Sie nicht auf sich sitzen, dass wir ihnen die Kabelstation zerstört haben und dann auch noch getürmt sind.
Aber wir sind nun mal nicht dafür geschaffen, den Engländern Gefälligkeiten zu erweisen. Was uns eint, ist dieser Sternenhimmel, sonst nichts. Navigation nach den Sternen. Ohne vernünftiges Kartenmaterial. Mitten im Indischen Ozean. Haben wir überhaupt eine Chance, unseren Heimathafen Tsingtao lebend zu erreichen? Oder bestatten wir uns besser vorher gegenseitig im Seemannsgrab? Widerlich. Im Nachbarhaus haben die Japaner gerade Chinesinnen zusammengetrieben. Ich will's nicht hören. Unser schönes Tsingtao. Vorbei. Eigentlich haben wir hier auch gar nichts verloren. Aber die Japaner. Ich frage mich, was die Emden macht, wenn sie den Hafen nicht mehr anlaufen kann. Was ist? Ich wollte es dir eigentlich nicht zeigen. Leider. 345 Mann in australischer Gefangenschaft. Nur 345. Hör auf. Wir müssen uns auf das Schlimmste gefasst machen. Sei jetzt still! Was ist denn? Das tut mir leid. Wir werden keinen Tag länger in dieser Stadt bleiben. Ja, was hast du vor? Im Hafen liegt ein Holländer. Der läuft morgen nach Rotterdam aus. Der ist zwar schon ausgebucht, aber ich kenne den Agenten. Der ist mir noch einen Gefallen schuldig. Rauch am Horizont! Fertig machen zur Wende. Fertig machen zur Wende! In solchen Augenblicken wird mir unsere verdammte Hilflosigkeit doppelt bewusst. Wo sind die Zeiten, in denen wir mit Feuerkraft, Schnelligkeit und List dem Feind die Stirn bieten konnten? Wie lange halten wir das auf diesem Seelenverkäufer durch? Uns bleibt nichts als das notdürftige Versteck hinter dem Horizont. Rauch kommt näher. 4 Schornsteine. Deshalb sollten wir schleunigst die Wände machen und uns dann nach Backbord wegschleichen. Bluter! Fertig schmelzen, verdammt! Overbeck, ab morgen will ich, dass hier jeder Handgriff sitzt. Haben Sie verstanden? Jawohl, Herr Kaloi. Unter niederländischer Flagge sollten wir ungeschoren bis zum Suezkanal kommen. Ist ja denn, uns schießt ein deutsches Kriegsschiff ab. Ein deutsches Kriegsschiff hier im Indischen Ozean? Seit es die EM nicht mehr gibt, wer sollte das denn sein? So, wie wär's mit einem Sekt für die Damen? Gerne. Darf ich die Damen für einen Moment stören? Ich würde Sie gern zu einem Rundgang über das Schiff einladen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Wissen Sie, meine Schwester fühlt sich heute nicht so gut. Oh. Sie würde lieber in der frischen Luft bleiben, aber mich würde das schon interessieren. Welche Aufgabe haben Sie an Bord? Ich bin der Funkoffizier. Der Funkoffizier? Ja. Diese neue Funktechnik, die hat mich schon immer sehr interessiert. Bitte, ich zeige es Ihnen. Folgen Sie mir. Entschuldigung. Ich hoffe, Champagner tut es auch. Aber wo ist das gnädige Fräulein Maria? Sie werden wohl mit mir Vorlieb nehmen müssen. Nichts lieber als das.
Schon 3 unendliche Wochen auf See. Ich spüre, dass die Enge und die unsichere Zukunft allen zu schaffen macht. Aber jeder bekämpft die Angst auf seine Weise. Ist gut, Herr Maat. Scheiß Laute. Irgard, hier. Das ist ja, wenn du mir von den Dingern hier noch 100 Stück bringst, dann wird vielleicht ein Boer Bieshaus Schau dir mal so. meinen Fang an. Mann! Morgen, du Arsch, du! Pass auf. Pass auf. Ein Glück. In einer Stunde ist wieder Wasserausgabe. Moment. Wo kommt denn der Stein auf einmal her? Haben wir Probleme? Wo kommt denn der Stein auf einmal her? Der war doch eben noch nicht da. Welcher Stein denn? Wo ist denn der Kaloi? Der schläft. Was gibt's? Das Wasser in den letzten beiden Tanks ist umgekippt. Boah, ist doch ungenießbar. Die Tanks müssen schon verfault gewesen sein. Jetzt haben wir bloß noch einen halben Tank. Es gibt noch die Notration. Ja, die Seltersflaschen von den Engländern, aber das sind auch nicht viele. Ja, die brauchen wir doch noch nicht. Die wollte der Kaloi für den Notfall zurückhalten. Ich hätte die schon längst Hätte Ankerkette. Gibt's noch was? Mats Klute? Na, warte. Obwohl, wenn ich mal gehorsamst die Bemerkung erlauben darf, ob wir durchkommen, ich meine, wir alle jetzt mal ganz unabhängig vom Dienstgrad, hängt ja auch davon ab, wie klug wir uns verhalten, wa? Wollen Sie mich belehren? Oder die Schiffsführung in Frage stellen? Mart Klute hat etwas Richtiges gesagt, was wir alle unterschreiben können. Wir sollten unsere Kräfte schonen. Mart Klute. Wegtreten. Jawohl, Leute. Bravo. Du jetzt auch? Nach unten treten, nach oben lecken. Sag das noch einmal, Leutnant Overbeck. Wiederholungen langweilen mich. Ja? Herr Kaloi? KG Trieste Siverut oder Trieste KG Siverut? Die Inselgruppe der Mentavis. Was kommt zuerst, Herr wenn wir Kaloi, von Süden kommen? Wir haben Wasserprobleme. Wieso? Noch 2 Tanks sind bis an den Rand gefüllt. Das Wasser ist umgekippt. Es ist ungenießbar. Lassen Sie mich einen Augenblick allein. Overbeck! Jawohl, Herr Kaloi. Schließen Sie die Tür. Setzen Sie sich. Das Schicksal hat mich schon früh gelehrt, auf mich selbst zu hören. Das haben Sie gesagt. Da hatten wir beide eine Rindsroulade vor uns liegen. Ihre Lagebeurteilung. Unsere Position ist 950. Ich habe Sie nicht nach der Position gefragt. Ich möchte eine Lagebeurteilung. Diese Hitze und die Flaute gehen der Mannschaft natürlich aufs Gemüt. Die Wasserknappheit wird das noch verstärken. Ich denke aber, der Durchhaltewillen ist bei den meisten ungebrochen. Und bei Ihnen? Ebenfalls. Wir haben keine andere Wahl. Keine andere Wahl. So spricht das Vieh auf dem Weg zur Schlachtbank. Wir haben einige Optionen. Ich nenne Ihnen 3. Sie wählen. Erstens, beim nächsten Rauch am Horizont geben wir uns zu erkennen, ob die Gefahr hin, dass es ein feindliches Schiff ist. Dann ist diese Reise beendet. Zweitens, wir drehen bei und suchen quer ab die Engano-Inseln. Wie viele Meilen, glauben Sie, haben wir die quer ab? 80. Ihr Wort in Gottes Ohr. Drittens, wir laufen das neutrale Sumatra an.
den holländischen Hafen Padang. Dann weiter mit einem anderen Schiff bis nach Tsingtao. Also? Bei allem Respekt, Herr Kaloy. Für mich bleibt nur eine Wahl. Sumatra. Tsingtao natürlich. Natürlich. Sehen das alle so? Das Wasser reicht höchstens auch einen Tag. Einen Tag. Bei der Hitze nicht mal einen halben. Es sei denn, man ist ein Kaktus. Wenn die freigegeben sind, dann sind die für alle. Moment, wir haben ja noch die Mineralwasserflasche. Gleich ist recht für die ganze Mannschaft. Achtung! Mannschaft vollständig angetreten. Danke, rührt euch. Trinkwasserausgabe erfolgt nur noch unter Aufsicht der Offiziere 3-mal am Tag. Sollte sich jemand als Notfall betrachten, so werde ich ihm persönlich eine Selters auf dem Silbertablett kredenzen. In dieser Regelung eingeschlossen sind selbstverständlich die Herren Offiziere und meine Wenigkeit. So, sollte jemand vergessen haben, wer wir sind. Kopf hoch! Tsingtao ist unser Ziel. Danke. Zurück auf die Position. Wie heißt es? Wegtreten. Wo ist eigentlich Lieutenant Fortuna? Ich nehme an auf seiner Kajüte. Es ging ihm heute nicht so gut. Möglicherweise hat er sich deswegen zurückgezogen. Mach mal Platz, ihr Muschis. Jolande, komm mal her hier. Langsam frage ich mich, ob ich mir etwas vormache. Es sind noch unendliche Seemeilen bis nach Padang. Doch wenn wir es schaffen, hoffe ich auf die Hilfe der Holländer. Ohne sie werden wir Tsingtao nicht erreichen. Ein Engländer. Meinst du, die könnten? Die können eine Menge. Fragt sich nur, was sie wollen. Einen wunderschönen guten Tag, meine Verehrteste. Gibt es schon Nachrichten? Leider nein. Oh, das habe ich befürchtet. Was wollen die? Die fordern von uns Maschinenstopp. Ich muss mich leider empfehlen, die Pflicht. Was ist los? Der Engländer hat uns gestoppt. Das bedeutet nichts Gutes. Wieso? Ein Kommando ist auf einem Beiboot unterwegs. Die werden auf diesem Schiff etwas suchen und auch finden. Was sollen sie denn hier finden? Deutsche. Angeblich haben die Engländer den Funkverkehr abgehört. Ein Funker soll heimlich Nachforschung über die Emden angestellt haben. Mitten im Krieg, so ein Leichtsinn. Wenn das stimmt, wundert mich allerdings gar nichts mehr. Halt, Jungs! Das Rahsegel! Das Rahsegel, verdammt nochmal! Was soll das denn? Sind Sie wahnsinnig? Mann an! Mann an! Wer hat denn ihn da hochgeschickt? Er sich selber! Falscher Ärger! Besser als keiner! Kommt das Rahsegel! Oh! Verdammt! Schneller, gehen Sie runter! Geht schon! Gehen Sie runter! Jawohl!
Wie lange hält der alte Klepper das noch aus? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Aber als ich die alle schon gesehen habe, hatte ich ein schlechtes Gefühl. Verdammte verfaulte Holz. Der bringt uns ab! Wir werden verlassen haben! Beidri! Bruder Steuerbord belegen, wir wettern das ab! Wo ist Müller? Und? Gut! Gehen Sie auch unter Deck! Mit Mana ist doch Latin zu reden! Er hat es gut gemeint! Gut gemeint? Na wunderbar, wenn auf seinem Grabstein steht, er hat es gut gemeint! Mann, Härte! Nicht nur gegenüber sich selber! Niemals vergessen, dafür gibt's sogar Säulen. So geht's jetzt runter! Ja! Ja! Wo kommt die denn her? Hör auf, nicht für blöd zu verkaufen. Bitte? Friedrich, ich habe alles gesehen. Was hast du denn schon gesehen? Kein Schritt weiter. Das ist Privatbereich. Verdammt nochmal, Friedrich! Das ist unser letztes Wasser. Die Flaschen können Leben retten! Oh, ich brauche keine Belehrung. Oh. Weißt du, was du bist? Erbärmlich. Du bringst die Flaschen zurück. Traumtänzer. Keine 2 Wochen länger in Tsingtao und sie wäre mit mir gegangen. Schmeckt's! 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 Aber jetzt hältst du die Fresse. Hast du mich verstanden? Mich interessiert mehr, wo die uns jetzt unterbringen. Ein Schloss wird's wohl nicht sein. Excuse me, Sir. Go, go! Maria, komm. Nun komm. Sie erlauben? Bei allem Unglück, aber es hätte uns nicht besser treffen können. Wieso? Meine Familie handelt seit Jahrzehnten mit Colombo. Tee, Kautschuk. Beste Beziehung hier. Seien Sie mir nicht böse, aber eine Fortsetzung unserer Schiffsreise wäre mir lieber gewesen. Untätig hier als Internierter das Ende des Krieges abzuwarten. Das ist meine Sache nicht. Das ist nicht dein Tag heute, ne? Brauchst du Hilfe? Na, da will ich mal sehen, wie er die Sau rauskriegt. Na los! Gib mir Schnaps, komm her! Greif zu! Komm her! Komm her! Hilgert, du bist so hässlich, vor dir rennt jede Frau weg. Selbst Jolante, die schöne Sau. Hier, schlag zu, komm! Er hat auf jeden Fall total hohes Fieber. Wahrscheinlich hat er hier nach dem letzten Gewitter aus irgendeiner Pfütze Dreckwasser gesoffen oder was?
Heinke. Meine Mutter, sie wartet doch. Auch wenn es ein alter Ich kann die nicht warten lassen. Piloten müssen festsitzen. Als erstes, Matrose Heinke wird von den anderen hier in Deck isoliert. Klute, Sie überwachen die Versorgung des Matrosen und kontrollieren, wer Zugang hat. Ich kümmere mich persönlich um ihn, Herr Leutnant. Na los, verpisst euch da oben! Ab! So. Mann, Hildegard! Verpisst euch! Heinke. Ich habe meiner Mutter doch geschrieben, dass ich bald komme. Das werden Sie. Arme Sau. Heinke, kommen Sie her. Kommen Sie her. Heinke, Sie müssen trinken. Trinken Sie. Sie müssen trinken. Schlucken, Heinke. Trinken. Mehr Wasser. Ich werde Ihnen auf immer und ewig zu Dank verpflichtet sein, dass Sie uns diese komfortable Unterkunft besorgt haben, mein lieber Graf von Manstein. Auch im Namen meiner ganzen Familie ein ganz herzliches Prosit. Vielen Dank. Aber es war doch ganz selbstverständlich, dass ich meine Kontakte zu den Engländern hier nutze. Ich denke, dieses Haus ist für uns alle ein guter Kompromiss und wird uns die Internierung ein wenig erleichtern. Ich denke, es ist nicht nur ein Kompromiss. Es ist wunderschön. Wenn wir nicht alle mit dem Herzen in Deutschland wären. Hier könnte man es sicher lange aushalten. Also ich halte es hier länger aus. Wilhelmine, nun wollen wir es aber nicht übertreiben, ja? Man braucht uns in Deutschland. Es sollte auch unser Bestreben sein, mein lieber Graf von Manstein, so schnell wie möglich nach Deutschland zurückzukommen. Ich würde auch einen geeigneten Scheck bereitstellen. Jetzt genießen wir doch erstmal den Nachtisch. Wie lange mussten wir auf frisches Obst verzichten? Gut. Ach, im Übrigen. Ich habe soeben von meinen Informanten erfahren, dass die Engländer hier in Colombo offenbar deutsche Gefangene festhalten. Sie warten auf den Weitertransport nach Malta. Könnten die Männer der Hemden sein. Landet nicht! Land voraus! Landet nicht, Leute! Ehrlich gesagt, ich hatte es schon nicht mehr geglaubt. War auf alles gefasst. Wir waren gerettet. Zumindest glaubte ich das zu diesem Zeitpunkt. Endlich ausschlafen, vielleicht in einem richtigen Bett. Aber Euphorie kann blind machen. Vorsegel runter! Hopp, 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 hopp! Anker, fällt! Erwarte Ihre Mannschaft in einer Stunde alle in der Hafenkommandatur. Das können Sie auf einem Schiff der Kaiserlichen Marine nicht so ohne weiteres anordnen. Und ob ich das kann? Neutralitätsvorschriften. Wenn Sie sich nicht daran halten, rufe ich die Königliche Marine zu Hilfe. Aha, ja. Rufen Sie von mir aus Ihre königliche Kavallerie. Aber solange ich das Kommando habe, auf diesem Schiff geht hier kein Mann von Bord. Jetzt scheißt doch der Hund drauf. Und jetzt würde ich gern mit dem deutschen Konsul sprechen. Erstmal Verbindungsmann. Der erwartet Sie bereits. Prima. Meine Herren. Lassen Sie die Männer hier warten. Jawohl, Herr Colonel. Kommen Sie von Schulau. Klute! Wir sprechen mit dem deutschen Konsul. Sie warten hier am Strand auf weitere Befehle. Jawohl, Herr Leut. Was ist das denn? Der deutsche Konsul. Kapitänleutnant von Mücke, Leutnant von Schulau. Herzlich willkommen in Padang. Jungs, Riemen ablegen. Fühlen Sie sich wohl. Mein Haus ist Ihr Haus. Ich danke Ihnen für die Annehmlichkeiten, Konsul Brockhoff. Aber wir werden auf die Lieferung der Seife warten und uns dann an Bord gemeinsam mit der Mannschaft wieder ein menschliches Antlitz verschaffen. Sie wünschen. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, welcher Ruf Ihnen vorauseilt. Ganz Padang spielt verrückt. Allerdings spielt ganz Padang verrückt. Da ist man ja richtig neugierig, wer dahinter steckt. Antonia, das ist meine Frau. Der Konsul hat ein großes Herz. Na, sagen wir mal, wie meine Frau.
das besser? Nichtsdestotrotz darf ich dir die Herren Offiziere der Emden vorstellen. Kapitänleutnant von Mücke, Leutnant von Schulau, Leutnant Overbeck. Die Heldin in Ihrem Hause. Welche Ehre, Herr Konsul. Herzlich willkommen. Kannst du mir mal erklären, warum alte Säcke immer die schönsten Frauen haben? Prosit, meine Herren. Und auf eins können Sie sich verlassen. Sie werden hier in Pandang eine fürstliche Bewirtung erwarten können. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Ich sage Ihnen, das ist der beste Ort, den Krieg abzuwetten. Allerdings. Wir werden uns alle Mühe geben, die verdienten Männer der Emden nach diesem unglaublichen Abenteuer einen angenehmen Aufenthalt zu bereiten. So verlockend eine Internierung aus Ihrem Munde auch klingen mag, ich muss Sie enttäuschen, gnädige Frau. Wir werden uns alle Mühe geben, Padang so schnell als möglich wieder zu verlassen. Bitte. Sie haben mich verstanden. Keine Internierung. Die Ayesha ist und bleibt kaiserliches Kriegsschiff. Herr Kapitän. Deswegen wollen wir jetzt auch keine große Zeit verlieren. Uns bleiben nach den internationalen Regeln genau 19 Stunden. Dann müssen wir hier weg sein. Sicher. Aber die Holländer haben da eine ganz andere Vorstellung. Deshalb sind es Holländer. Nicht wahr? Sie wollen also wirklich mit der Ayesha? Was ich will oder nicht will, wird nicht auf dieser zugegeben wunderschönen Terrasse zu erörtern sein. Gut, ich verstehe. Nein, nein, gnädigste, bitte. Der Konsul und ich, wir werden uns jetzt zum Hafen begeben. Würden Sie uns Ihre Kutsche bereitstellen, meine Herren? Na los, geh. Die Kutsche. Bist du taub? Overbeck, Sie verhandeln wie besprochen mit dem Hafenkommandanten. Leutnant von Schulau. Von Schulau. Sie verfügen sich zum Strand und stellen sicher, dass wir pünktlich um 18 Uhr wieder auf die Ayesha zurückkehren können. Ich selber bin in besonderer Angelegenheit unterwegs. Einzelheiten später. So, und Vergleich. (16 Uhr und 27 Minuten). Ich komme hier klar. Geh du schon mal vor. Was haben Sie vor? Wo wollen Sie hin? Ja, warte mal ab. Da bin ich aber gespannt, Herr Kapitän. Die letzten Meter machen wir zu Fuß. Wir müssen uns einer geheimen Kommandosache widmen. Sie wollen wirklich wieder auslaufen? Wie soll denn das gehen? Ich rechne auf Ihre Hilfe. Was haben Sie vor? Wo wollen Sie hin? Wohin wohl? Nach Tsingtao, in unseren Heimathafen. Sie wissen es nicht? Tsingtao ist gefallen. Von den Japanern eingenommen. Alle Deutschen mussten fliehen. Auch der Hafen ist in japanischer Hand. Das darf keiner meiner Männer erfahren. Absolute Verschwiegenheit. Ich brauche Ihr Ehrenwort. 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 Steigen Sie ein. Verstehe ich Sie richtig? Sie planen alle Ernstes wieder auszulaufen? Nach internationalem Seerecht müssen wir einen neutralen Hafen nach 24 Stunden wieder verlassen haben. Wir werden uns dran halten. Batavia besteht auf die Internierung. Was Sie dennoch planen? Darf ich Sie bitte kurz mal nach draußen bitten? Keine Chance. Wollen Sie wirklich die Engländer und Japaner in die Hände fallen? Die Risikoabwägung nimmt ein Kriegsschiff der kaiserlichen Marine eigenständig vor. Hey, schau mal her! Hier. Na? Was ist denn da? Klute! Von Leutnant von Schuler immer noch keine Spur. Ja, das ist meine Herzdame. Herr Kaloy? Und? Nichts. Es ist nicht zu fassen.
Ich werde mich sofort darum Wir kümmern. dürfen keine Zeit verlieren. Anker auf um 4 Uhr. Ich möchte den Holländern keinen Vorwand liefern, uns hier festzusetzen. Ich fahre mit meinen Männern zurück an Bord. Sie machen sich auf die Suche nach Leutnant von Schuler. Ich gebe Ihnen Mark Klute mit. Wenn Sie ihn gefunden haben, dann geben Sie Signal vom Strand aus. Jawohl, Herr Keller. Ich schicke Ihnen ein Boot. Das mag keine Finte ist. Der Koch im Haus vom Konsul hat mir den Tipp gegeben. Dass eine Finte ist, wird er es bereuen. Außerdem, Geld bekommt er erst, wenn wir Leutnant von Schuler gefunden haben. Aufstehen. Egal. Leg dich ab. Ich kann dir alles erklären. Aufstehen. Leutnant, mit Ihnen habe ich ja gar nicht gerechnet. Welche Überraschung. Aufstehen. Es sind alle Tatbestände erfüllt. Du weißt, was es bedeutet. Fahnenflucht, Befehlsverweigerung, Zersetzung der Wehrkraft. Weißt du? Na? Standgericht. Karl, nicht schießen. Nicht schießen, ich kann das erklären. Ich weiß, ich kann alles erklären. Micha! Oh! Wir sind jetzt am Treffpunkt. Du verhältst dich hier ruhig. Offiziell hast du Fieberanfälle gehabt und im Hafenlazarett gelegen. Herr Leutnant. Den Leutnant lassen wir jetzt mal. Ich heiße übrigens Karl. Ich bin Ulrich. Uli passt hoch. Ist gut. An Bord werden wir es so belassen, wie es uns die Dienstvorschrift aufgibt. Aber unter uns wissen wir jetzt, wie wir es handhaben, oder? Jawohl, Herr Leutnant. Hey, mein Karl, du hast ja einen schönen Bums. Jetzt war noch Wedding, 1893. Was? Berliner Boxclub Neukölln, pass auf. Karl, ich hätte da noch was. Dafür brauche ich 30 Minuten. Sind die drin? Wozu? Ja, ich hab mal im Hafen umgesehen und ganz passables Navigationsbesteck und Seekarten gefunden. Zumindest eines brauchbar für uns. Ist ein Überflieger, Indischer Ozean, afrikanische Küste. Leider wurde ich gestört, konnte die Dinger nicht mitnehmen und naja, jetzt habe ich sie versteckt. Alles klar. Aber sei vorsichtig. Glaub ja nicht, dass ich das alles aus Kameradschaft oder etwa Freundschaft gemacht habe. Hättest du mal besser geschossen. Ja, vielleicht. Aber wer weiß schon, was noch vor uns liegt. Wir brauchen jeden Mann. Da sind noch genug andere. Aber nicht Offiziere. Obwohl, wenn du mich zwingst, noch länger darüber Ich werde dich zwingen, über etwas anderes nachzudenken. Tsingtao ist gefallen. Du spinnst. Leider nicht. Und die Japaner, die haben da gewütet wie die Schweine. Besonders die Zivilbevölkerung hat gelitten. Ganz Padang hier, weißt du von Mücke. Garantiert auch.
Vielleicht verstehst du mich ja jetzt besser. Wieder raus auf See? Ins Ungewisse? Was soll der ganze Scheiß, wenn Tsingtao gefallen ist? Karl. Punkt 6. Erstes, wenn man zu spät kommt. Selbst wenn es so früh am Morgen ist. Unser Informant hat lange für die englische Admiralität gearbeitet. Aber er hasst die Engländer. Kein Kolonialherr ist beliebt, aber er hatte seine besondere Freude an den Taten der Emden. Vor allen Dingen, als sie ihr Aufkreuz einen Japaner versenkte und wieder verschwand. Ich habe davon in Tsingtao gelesen. An den schlafenden Engländern vorbei. No introductions, please. Just call me Mr. Silver. This is the official list of war prisoners the German warship Emden. 245 of them. What name are we looking for? Write it down, please. I have it here. Overbeck. Leutnant. First name Karl. I can't find it here. Did you find him? Mein aufrichtiges Beileid. Bis gerade eben habe ich gedacht, dass er nur in Gefangenschaft ist. Also noch lebt. Ich hätte schwören können. Wie oft haben wir uns am Himmel getroffen? Bei den Sternen. So kann man sich täuschen. Mannschaft, aufstehen! Kommt, Jungs, raus aus den Federn! Ha? Auf, auf! Langsam den Sand aus den Augen schockeln, los! Guten Morgen, Mark Möller. Was ist das für ein Morgen, der mit Mark Möller beginnt? Anker auf. Anker auf! Kurs 220. Jawohl, Kurs 220. Für Vaterland und Ehre schickt er seine ganze Mannschaft in den Tod. Hut ab, Herr Kaloi, Hut ab. Schirmer, du Affe! Am Horizont! Rauch am Horizont auf 10 Uhr! Was gibt's denn da zu glotzen, ihr Affen? Fertig machen zur Wende! Dann überabbrechen! Sofort! Klute! Kommando zurück! Mannschaft auf Mitteldeck sammeln! Keine Meldung! Mannschaft auf Mitteldeck sammeln! Sofort! Männer, wir alle haben uns den Aufenthalt in Padang anders vorgestellt. Das kannst du laut sagen. Doch mal ruhig. Und für viele stellt sich die Frage, wie es jetzt weitergeht. Ich habe in Padang Nachrichten erhalten, die eine Planänderung notwendig machen. Tsingtao ist nicht mehr. Es ist in die Hände des Feindes geraten. Dort weht von nun an die japanische Fahne. Schön, dass ich das noch erleben darf. Aber ich habe vor Auslaufen mit dem Kapitän des deutschen Handelsschiffes Choi Sing einen gemeinsamen Kurs außerhalb der 12-Meilen-Zone vereinbaren können. Und wie sich herausstellt, nicht ohne Erfolg. Das ist die Choi Sing. Sie wird uns übernehmen.
Von nun an werden alle Vorbereitungen zum Räumen der Ayesha vorgenommen. Weitere Befehle an Bord des neuen Schiffes. Ausführung. Chef, räumen! So viele Zeit muss sein. Die junge Dame hat uns bis hierher gebracht. Die werden wir nicht auf dem Meeresboden versenken. Nee. Eilung! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Keine Eile mit den jungen Frauen. Lage? Die Seeventile sind vorbereitet. Die Wassertiefe ist mehr als ausreichend. 350 Meter mindestens. Dann lassen Sie fluten. Jawohl, Herr General. Alles klar zum Fluten! Fluten! Kein Grund, gleich zu heulen, Meinert. Ich bin froh, dass wir die Moschekiste endlich los sind. Ja, endlich wieder auf einem richtigen Schiff, wie es sich für Matrosen der kaiserlichen Marine gehört. Es braust ein Ruf wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Wogenprall. Zum Rhein, zum deutschen Rhein. Wer will des Stromes Hüter sein? Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Rauch am Horizont! Das sind Engländer. Wen suchen Sie wohl? Wir werden hier liegen bleiben. Jetzt keine unbedachten Bewegungen. Die Hampshire. Noch sind Sie auf Distanz. Wir haben genügend Feuerkraft. Sie brauchen Sie nicht zu nähern. Die können uns von da hinten erledigen. Noch haben Sie Ihren Kurs nicht geändert. Keine Kohlennachfeuer? In einer Stunde Anker auf. Moment mal, das Kommando habe immer noch ich. Es handelt sich hier um ein deutsches Handelsschiff. Wir sind Ihnen zu Hilfe gekommen. Ja, ich dachte, wir könnten auf die Formalitäten verzichten. Offiziell und formell hiermit requiriere ich die Choice Singh für die kaiserliche Marine. Sie ist deutsches kaiserliches Kriegsschiff und untersteht meinem Kommando. Ja, aber was soll? Kein Aber. Die Trainer? Frohe Weihnachten. Oh, Maria. Es ist doch Weihnachten. Du musst auf andere Gedanken kommen. Vielleicht. Es ist nur so schwer zu begreifen, dass meine große Liebe tot ist. Er ist für das Vaterland gestorben. Die Männer der Emden sind Helden. Und dein Karl ist darunter. Wir alle können stolz auf die Männer der Emden sein. Das ist so ein Unsinn. Ich kann das nicht mehr hören. Was habe ich von dem Toten verloren? Maria, das Leben geht weiter. Papa hat übrigens mit von Mahnstein einen Dampfer aufgetan. Einen französischen Frachter. Der hat Kabinen. Und von Mahnstein kann uns an den Grenzsoldaten vorbei aufs Schiff bringen. Wie das denn? Mit seinen Beziehungen. Toller Hecht. Wenn wir Glück haben, sind wir schon bald auf dem Weg nach Europa. Wirklich? Im Moment ist mir alles egal. Und von Mahnstein?
Kann der dich nicht ein bisschen aufheitern? Aufheitern. Er ist nett. Wir verstehen uns gut. Das ist ja schon sehr viel. Willst du mich mit ihm verkuppeln? Und wenn? Ach, nee. Ach, das könnte so gut passen für uns alle. Jetzt, wo alles in Qingdao verloren ist. Durch den Suezkanal ist der Seeweg nach Deutschland versperrt, also bleibt uns der Landweg. Folglich wird es für uns das Beste sein, wir versuchen, die arabische Küste anzusteuern. Arabien ist in türkischer Hand, die Türken stehen, wie wir hören, auf unserer Seite. In diesem Seegebiet müssen wir jederzeit mit Feindberührung rechnen. Welche Farben haben wir an Bord? Bitte? Wir werden diesem Frachter zur Tarnung neue Farben geben. Welche Farben haben wir an Bord? Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Welche Farben? Schwarz, weiß, gelb. Leutnant Overbeck? Ich habe hier ein Schiff gefunden, namens Chenier, 1700 Tonnen. Das passt von den Größenverhältnissen genau zu Choising, Heimathafen Genua. Die Choising wird zu einem italienischen Frachter umgestrichen. Lächeln, Jürgensen. Lächeln macht sie sympathischer. Italienische Flagge müssten wir auch hinbekommen. Legen Sie los, Overbeck. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich untersage Ihnen hiermit, die Funkanlage zu benutzen. Abhören des Funkverkehrs jederzeit. Zu Widerhandlung meiner Anordnung oder der meiner Offiziere wird mit dem Kriegsrecht bestraft. Entschuldigung, Kapitän. Wer sind Sie? Dr. Bertel, Schiffsarzt. Angenehm. Ich bin dort drüben mit dem Lademeister der Liberté verabredet. Auf mein Zeichen kommen Sie raus. Aber erst dann. Ja, Moment. Come on, guys, move! Hurry up! Hurry up! Faster, faster! Auf das Schiff! Come on, come Sind on! wir in Sicherheit? Das ist französisches Hoheitsgebiet. Gangway up! Gangway up! Bye, bye! Farbe? Gib mal, wer da kommt. Heinke, mein Junge. Geht's dir besser? Hat der Arzt dir was gegeben? Das machst du Ja? Von oben nach unten. Ich hab noch nie gestrichen. Pass auf, das ist frisch gestrichen. Herr Caloi, das Schiff ist vollständig umgestrichen und die italienische Flagge gesetzt. Na. Dann wollen wir doch mal sehen, ob unsere Tarnung funktioniert. Schiff voraus. Herr Caloi, Royal Navy, die Gloucester. Hier mal ruhig bleiben. Bode, Fahnengruß setzen. Jawohl, Herr Caloi. Fahnengruß setzen! Jawohl, Fahnengruß setzen! Na bitte. Happy New Year. Maria, darf ich Sie kurz bitten?
Maria. Manfred. Auf dass das neue Jahr Gutes für uns bereithält. Ich liebe solche Überraschungen. Dann bitte ich meine nächste Frage nicht unbedingt umwerfen. Willst du meine Frau werden? Das Leuchtfeuer von Perim. Maschinenhalbe Kraft. Maschinenhalbe Kraft. Kurs halten. Kurs halten. Manat. Herr Leutnant. Decken Sie den Kaloi, wir haben Arabien erreicht. Jawohl. Sie übernehmen. Wir bereiten die Landung vor. Wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, dass wir unbehelligt durch alle feindlichen Linien die arabische Küste erreichen, hätte er ihn für verrückt erklärt. Allerdings. Herr Kaloi, die Verpflegung reicht für knapp 3 Tage. Für mehr reicht der Platz nicht aus. Egal. Der Landweg ist unsere einzige Chance. Komm, weg da. Pass auf! Schwer. Wo rennst du mit der Kiste hin? Zu mir, ich schabbel die hier. Und? Kannst du was erkennen? Wenn wir Pech haben, laufen wir den Engländern direkt in die Arme. Ich kann sowas wie eine Landungsbrücke erkennen. Zumindest sind die Lichter genau in einer Linie aufgereiht. Herr Leutnant, Matrose Heinke geht's wieder schlechter. Der Arzt ist schon bei ihm. Leutnant, der Matrose ist nie reisefähig. Fieberanfälle, blutiger Auswurf. Ich kann das einfach nicht verantworten. Glauben Sie mir. Wirklich nicht. Verbandszeug an Deck. Bitte, Herr Leutnant. Lassen Sie mich nicht hier auf dem Schiff zurück. Ich will mit an Land. Ich will nach Hause. Wo wohnen Sie? Berlin. Meine Mutter wohnt da. Die ist nach dem Tod meines Vaters ganz allein. Sie will nach Hause. Natürlich. Da wollen wir alle hin. Ich lasse Sie nicht zurück. Danke, Herr Leutnant. Danke. Wir gehen davon aus, dass wir Hodeida erreicht haben. Gute Nachrichten für Sie, Jürgensen, Sie sind uns wieder los. Machen Sie klar zum Ausborden. Ich wäre Ihnen zutiefsten Dank verpflichtet, wenn das diesmal pünktlich passiert. Da habe ich's. Hodeida. Kleine türkische Garnisonsstadt am Roten Meer mit einem wichtigen Hafen, der von den Ottomanen gebaut worden ist. Woraus lesen Sie uns da vor, Doktor? Das Deutsche Weltreisehandbuch. Hat mir mein Schwiegervater vor 36 Jahren zur Hochzeit geschenkt. Also bestens geeignet für Hochzeitsreisen. Im letzten Jahrhundert. Ich sehe, wir verstehen uns. Herr Kapitänleutnant, meine Herren Offiziere. Was wollt ihr denn vor? Ich fürchte nichts Da die Gutes. Anwesenheit eines Arztes bei einem Landungszug sicher kein Fehler ist, zumal man ja offensichtlich ins Ungewisse vorstößt, melde ich mich hiermit zum Dienst im kaiserlichen Landungszug der Emden. Danke. Es gibt noch Patrioten. Weiche Eier haben wir genug. Meine Herren. Ich hätte ihn an Bord gelassen. Er macht sich doch bestens. Weil ich ihn mit Chinin vollgepumpt habe. Sehen Sie, was ich sehe? Ein Panzerkreuzer. Die vermeintliche Landungsbrücke ist ein französischer Panzerkreuzer. Deswegen war sie vorhin so komfortabel beleuchtet. Heilige Scheiße. Kurs weiter nördlich. Kurs weiter nördlich. Kurs weiter nördlich! Kurs mehr Steuerbord. Kaloi! Sie sichern. Jawohl! Die Herren Offiziere zu mir! Egert, Sie kümmern sich um Dr. Butt. Jawohl. Wir verziehen uns in die Wüste und verstecken uns dort. In der Nacht geht ein Spähtrupp unter der Leitung von Leutnant Oberbeck nach Hodeida, um die Lage zu erkunden. Hier wohl, Herr Kaloi. Noch Fragen? Jawohl, Herr Kaloi. Na dann. Herr Kaloi! Schön zur Linie! Deckung! Fertig machen zum Gefecht! Fertig machen zum Gefecht! Klar zum Gefecht! Kein Feuer! Kein Feuer! Kein Feuer! Luther,
Klute und Overbeck begleiten mich. Leutnant von Schulau, Sie übernehmen den Landungszug. Jawohl, Herr Kaloy. Alles sind auf mein Kommando! Franzosen sehen anders aus. Ich kann ein türkisches Wort. Merhaba. Heißt so viel wie willkommen. Willkommen? Wie heißen Sie willkommen? Versuchen Sie es. ماذا تفعلون هنا؟ Merhaba. Merhaba. Wir sind Deutsche. Deutsche Kaiserliche Marine. Sehen Sie die Flagge? Germans. The flag. You see the flag? German. Sind Sie Freunde der Franzosen? Friends of the French? Vous êtes amis des Français. Allemand. Allemagne. Alman. Alman? Ja, Alman. Alman? Hey! إنهم جنود ألمان! ألمان! جنود ألمان! Merhaba. 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 Deutsche Armee? Deutsche Kaiserliche Marine. Wir Männer von seiner Majestät Schiff Emden. Emden? Emden? Ja. Alle suchen? Franzmann Hafen gerichtet, wegen euch. Was? Hodeida? Hodeida ist nicht von den Franzosen besetzt? Franzmann in Hodeida? No. Nein, 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 nein. Franzmann schlafen da draußen oder trinken Wein. Was weiß ich, was die machen, ja? Eine Woche schon Hafen blocken, aber Angst kommt nicht Hodeida. Hodeida, türkisch Garnison. Herzlich willkommen im Namen des türkischen Kommandeurs. Ich danke Ihnen. Sie sind unsere Gäste. An so etwas habe ich schon lange nicht mehr geglaubt. Die Schlagbolzen vom MG habe ich heimlich entfernt, nicht, dass Sie noch auf dumme Gedanken kommen. Na, Mann, kommt die Verwandtschaft dich abholen? Aufpassen, Orgel! Schritt für Schritt! Wir repräsentieren schließlich das Deutsche Reich! Das kriegst du zurück, du Saujut! Sind die so schön, dass sie sich verstecken müssen oder so hässlich? Also wäre mir zur Not auch egal. Sollen Sie den Schleier noch anbehalten, wenn Sie alles andere ausziehen. Genau. Wichtig ist, wie es untenrum aussieht. Habib, ich muss Sie bitten, uns bei der Weiterreise nach Konstantinopel behilflich zu sein. Konstantinopel? Wie wollen Sie Konstantinopel fahren? Mit der Eisenbahn? Eisenbahn, ja, Eisenbahn, schöner Plan. Aber Anfang Krieg und dann Eisenbahn nicht mehr fertig. Aber jetzt gerade Sie kommen, warum wollen Sie wieder weg? Härter kann der Schlag nicht sein. Keine Eisenbahn. Keine Chance, nach Konstantinopel zu kommen. Dafür haben wir alle Gefahren auf uns genommen und sind an Land gegangen. Meine Herren, die Hedgersbahn fährt. Aber nicht von hier. Ich lasse gerade einen Marschweg durch die Wüste erkunden. Ab El Ula soll es eine Bahnverbindung nach Konstantinopel geben. Es ist noch nichts entschieden. Ich warte die Nachricht der Kundschafter ab. Von Schulau, Sie. Von Schulau. Herr Kaloy? Sie kümmern sich um die neuen Uniformen. Jawohl, Herr Kaloy. Danke, meine Herren. Mein Braut. Ein Schwachsinn, hier von Bord zu gehen. Ich wäre lieber auf den Franzosen geblieben.
So ein gutes Essen hatten wir seit langem nicht mehr. Manfred weiß schon, was er tut. Und das ist auch das Beste für uns. Dein Manfred. Wenn er demnächst sagt, wir sollen alle über Bord springen, dann machen wir das auch noch. Jetzt auf einmal. Es gab eine Zeit, die ist noch gar nicht so lange her. Da hast du ihn so angehimmelt, dass es schon peinlich war. Schluss jetzt. Allein die Aussicht auf britische Pässe rechtfertigt alles. Im Suezkanal soll es nur so von englischen Kontrollen wimmeln. Aber Manfred macht hier wieder Geschäfte, ich schwör's euch. Na und? Wichtig ist, dass wir englische Pässe bekommen. Die sind für uns Gold wert. Herrschaften, es ist angerichtet. Der Fotograf wartet. Très bon. Okay, Shukran. Die Ägypter mögen uns Deutsche. Schon allein, weil sie die Engländer nicht mögen. Kein Wunder, wenn sie den Daumen auf dem Suezkanal haben. Er fügt die Bilder nachträglich in die Pässe ein. Alte, original britische Pässe, versteht sich. Die Warringtons sind in Südafrika umgekommen. Sie, verehrtester, sind Charles. Charles. Ihre Frau bleibt Elizabeth. Und Wilhelmine wird sich an Martha gewöhnen müssen. Maria und ich sind die Mount Lavinias, ein Ehepaar aus Rhodesien. Ein Ehepaar? Der Form halber. Ich bitte darum. Ich darf mich kurz empfehlen. Ich werde unsere Kanalpassage klar machen. Dann Engländer durch den Kanal und dann weiter, so Gott will, nach Marseille. Gehen Sie schon. Das gibt's doch nicht. Was? Was willst du machen? Ja, willst du ihr das etwa vorenthalten? Das muss sie doch wissen. Auf einmal bist du so besorgt um sie. Jetzt, wo sie glücklich verlobt ist. Wilhelmine! Maria. Da sind 50 Überlebende der Emden auf Sumatra aufgetaucht. Man hat schon lange keine Frau mehr. Geschweige denn. Du bist verheiratet und weißt, wo du hinkommst, wenn wir es bis nach Hause schaffen. Ich hänge total in der Luft. Heimlich verlobt sein. Nicht standesgemäß. Wie es geht, weiß ich nicht. Ob sie mich überhaupt noch kennt. Oder kennen will. Assalamu alaikum. Is that for me? Was soll das? You sure? Sehr geehrte deutsche Offiziere, ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin eine türkische Wissenschaftlerin aus Konstantinopel und lebe seit einigen Wochen in Hodeida. Ich würde mich gerne mit Ihnen treffen, um ein Anliegen zu erörtern. Allerdings ist mir als türkische Frau ein Treffen in der Öffentlichkeit nur schwer möglich. Mein Diener wird Sie, falls Sie einverstanden sind, zu uns führen, Salima. Treten Sie näher, meine Herren. Danke, nein. Es freut mich, dass Sie meiner Bitte gefolgt sind. Ich gebe zu, eine ungewöhnliche Situation. Aber ich wusste mir nicht anders zu helfen. Kein Problem. Was können wir für Sie tun? Bringen Sie mich zu meinem Bruder. Was meinen Sie damit? Ich muss zu ihm. Aber zwischen ihm und mir liegt die Wüste. Er ist in Jeddah und kann nicht reisen. Er braucht mich. Alles andere ist unwichtig. Aber ich kann den Weg nicht alleine schaffen. Seitdem dieser Engländer Lawrence mehr und mehr die Wüste beherrscht,
Es ist sehr gefährlich, wenn nicht unmöglich. Man hört hier an jeder Ecke von ihm. Er hat einen großen Teil der Beduinen hinter sich. Seitdem ist der Weg nach Norden unberechenbar. Deswegen werden wir Hodeida auch nicht so schnell verlassen können. Darf ich Sie etwas fragen? Woher sprechen Sie dieses hervorragende Deutsch? Mein Großvater war deutscher Professor in Konstantinopel und hat eine Türkin geheiratet. Ich könnte Ihnen auch als Dolmetscherin behilflich sein. Ich spreche Arabisch und mehrere Dialekte der Beduinen. Doktor? Ja. Das abgekochte Wasser. Ja, kommen Sie rein. Jawohl. Gleich drüber. Danke. Stellen Sie hin. Machen Sie sich bitte frei, Karl. Sie sind nicht der Erste, Karl. Ich habe heute schon mindestens 10 behandelt und weitere warten draußen. Das Problem ist, das Trinkwasser hier ist für uns eigentlich ungenießbar. Die Körper der Soldaten sind durch die Infektion derart geschwächt. Einatmen. Einatmen, Kaloi. Kaloi. Ja? Was ist los? Entschuldigen Sie, Herr Doktor. Herr Kaloi, mein Kräutersud ist fertig. 1000-fach bewährt, er bringt Sie und die Männer wieder voran. Danke. Ich habe nicht gesagt, dass es gut schmeckt. Kann ich mal? Ich danke Ihnen. Trotzdem, Karl. Davon 3-mal täglich einen Esslöffel. Einen Esslöffel. Bin ich verrückt? Ich verstehe. Nee. Ich erzähle Ihnen was. Mein Vater hatte eine gut gehende Arztpraxis in Görlitz in Schlesien. Natürlich hat er angenommen, dass ich die mal übernehmen werde. Aber ich wollte Schiffsarzt werden. Raus in die Welt. Alle haben mich für verrückt erklärt. Wahrscheinlich hatten sie recht. Ich bin es. Sie sind es auch. Für das, was wir tun, müssen wir wohl verrückt sein. Habe ich meine Leute bis hierher durchgebracht, damit sie an irgendwelchen Krankheiten zugrunde gehen? Draußen vor dem Hafen, da warten die Franzosen allem Anschein immer noch auf uns. Das Rote Meer, das wimmelt von englischen Kanonenbooten, die uns abfangen wollen. Und wir? Wir haben es bis zum heutigen Tage geschafft, unentdeckt zu bleiben. Wir richten uns in diesem Scheißnest zugrunde. Entschuldigung, dass ich störe, aber der Heinke ist uns gerade umgekippt. Ja, leg den da hin, ich gucke mir gleich an. Wir müssen weg hier. So schnell wie möglich. Weg? Ja. Von hier mit all den Kranken durch die unkalkulierbare Wüste. Ja. Kaloi. Und Sie werden dafür sorgen, dass die Männer reisefähig sind. Hodeida? El Ula. Die Kundschafter haben bestätigt, ab El Ula geht unsere Eisenbahnlinie nach Konstantinopel. Mit Verlaub, Herr Kaloi. Sie wollen zu Fuß durch die Wüste. Nicht nur ich. Sie auch. Wir alle. Und nicht zu Fuß auf Kamelen. So. Aufbruch. Morgen Nacht. Noch Fragen?
Herr Kaloy, ich hätte da noch eine Frage. Was ist mit der Türkin? Ich werde sie mitnehmen. Die Türkin kommt mit. Sie steht unter dem persönlichen Schutz von Leutnant Overbeck. Mit Verlaub, Herr Kaloy. Mit Verlaub, Herr Kaloy? Ich erlaube mir, Sie darauf hinzuweisen. Sie erlauben sich hier überhaupt nichts mehr! Danke, meine Herren. Da bist du ja endlich. Er lebt. Wir müssen uns beeilen. Das Schiff nach Marseille läuft in 2 Stunden aus. Pa, er lebt. Die Daily Mirror hat die Namen der Offiziere veröffentlicht, die in Pandang mit den Behörden verhandelt haben. Den Männern der Emden ist anschließend die Flucht aus Pandang gelungen und er ist darunter. Und jetzt? Warum erzählst du mir das alles? Ich habe andere Sorgen. Ich habe mich mit von Marnstein verlobt, weil ich im Glauben war, dass Karl gefallen ist. Aber ich war mit Karl verlobt. Wie bitte? Wir haben uns heimlich in Qingtao verlobt. Anders wäre es mir nicht möglich gewesen. Ihr hättet mir das nie erlaubt. Was soll ich denn davon halten? Meine Tochter verlobt sich heimlich mit einem Habenichts. Es ist klar, dass ihr darauf schauen musstet, wie viel jemand mit in die Ehe einbrachte. Aber diese Zeiten sind vorbei. Aber ich habe ihn geliebt. Ich liebe ihn immer noch. Liebe? Und wenn schon? Wie lange? Hoffentlich haben deine Mutter und deine Schwester die Einkäufe erledigt. Außerdem, und darüber haben wir beide noch gar nicht gesprochen, Worüber? anlässlich deiner Heirat mit Graf von Marnstein wird ein für uns alle lukratives Handelshaus gegründet, in welches die von Marnstein und die von Plettenberg zu gleichen Teilen eintreten. Davon wusste ich nichts. Warum hat denn niemand mit mir darüber gesprochen? Das wirst du ja wohl nicht alles aufs Spiel setzen wollen, oder? Also, ja oder nein? Es geht um unsere Existenz. Schlürmann, ein bisschen Sand fressen? Naja, Schlürmann. Sozis können sie halt nicht leiden. Haben eine gute Nase. Da hat eine hohle Birne aber recht, das sind ja Kamele. Herr Schürmann, komm her, Kamerad. Ja, komm her. Siehst du, so geht das. So, und jetzt kommst du da rauf. So ist gut. Na bitte, geh doch. Prima. Hier. Halt dich fest. Das klappt schon. Oh, wo soll das nur enden? Ich habe mir jetzt schon an Wolf geritten. Weit kann der Rastplatz nicht mehr sein. Ja, ich habe ja nur Angst, dass ich aus dem Sattel nicht mehr rauskomme. Obwohl, so Leica, wir verstehen uns, hä? Oh, den Teppich muss man mir mal ausklopfen, wenn wir zu Hause sind. Na, war so Leica, Schatz? Hak dich bei mir unter. Und denk dran. Wir sind verheiratet und stammen aus Rhodesien. Ich weiß. Wir warten hier, bis die beiden abgefertigt sind. Merci, bonne journée. Komm. Die führen meine Familie ab. Bitte. Du gehst jetzt zum Zug, sofort. Du gefährdest die ganze Aktion. Willst du das?
Ich kümmere mich drum. Irgendwelche Probleme? Er wollte von mir das Geburtsdatum meiner Tochter wissen. Aber selbst wenn es keine falschen Papiere wären, wer weiß schon das Geburtsdatum seiner Tochter? Ich hab's natürlich gewusst. Hier liegt überall Scheiße rum. So, frischer Kaffee muss auch mal sein. So ein Kessel mal runter da, bitte. Jo. Das heißt Kaffee rösten und nicht nur... Manat? Herr Kaloy? Teilen Sie eine Wache an der Nord- und an der Südflanke zu. Wechsel alle 2 Stunden. Jawohl, Herr Kaloy. Leutnant, Wasser auf. Darf ich Sie kurz stören? Ich habe Ihnen Wasser mitgebracht. Abgekocht. Jetzt für die Tabak. Leutnant. Ja. Berlin. Sie wartet doch. Sie wartet doch. Natürlich, Heinke. Alles wird gut. Wirklich. Alles hinter sich. Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite, im gleichen Schritt und Tritt, im gleichen Schritt und Tritt. Hätte ich ihn auf der Scheiße gelassen, würde er vielleicht noch leben. Sie wollen sich verantwortlich fühlen für den Tod von Heinke? Vergessen Sie es. Zweifel sind menschlich. Aber wenn Ihnen Ihr Leben kostbar ist, dann begraben Sie diese Zweifel, bis Sie wieder zu Hause sind. Sonst kommen wir da nie an. Was soll ich Ihnen sagen? Sag ihm, was du willst. Ich kann nichts essen. Irgendwas musst du essen. Müssen muss ich gar nichts. Du glaubst, dass dieser Karl Overbeck lebt? Sag mal ganz ehrlich, ist es da auf Dauer nicht fairer, du löst die Verlobung? Du kannst von Mannstein gerne haben, wenn es das ist, was du meinst. Dann mach dir mal keine Gedanken, wen oder was ich alles haben kann. Das würde ich auch gerne. Papa hat da leider andere Vorstellungen. Ach nee. Vor nicht allzu langer Zeit, da tönte meine Schwester lauthals, dass sie sich niemals vorschreiben lassen werde, wen sie heiratet und wen nicht. Das haben wir doch alle noch im Ohr. Na dann wollen wir mal. Guten Appetit. Guten Appetit.
Schau mal nach links. Auf den Dünenkamm. Eine andere Karawane? Bisschen schnell für eine Karawane. Findest du nicht? Circa 12 Beduinen. Auf der linken Flanke an Kaloi weitergeben. Circa 12 Beduinen auf der linken Flanke an Kaloi weitergeben. 12 Beduinen auf der linken Flanke an Kaloi weitergeben. 12 Beduinen auf der linken Flanke an Kaloi weitergeben. 12 Beduinen auf der linken Flanke an Kaloi weitergeben. Ansetzen! Doppelreihe bilden! Offizier und von mir! Doppelreihe bilden! Oberbeck, 3 MGs nach vorn, 1 zur Sicherung nach hinten. Oberbeck, Sie übernehmen die Nachhut. Von Schula auch zur Nachhut. Jawohl, Herr Köhler. Feindliche Übermacht voraus. Circa 100 Mann. Meldung von Mark Gärtner. Eingraben! Eingraben! Klute, lassen Sie die MGs in Stellung bringen. MGs in Stellung bringen! Gibst du einfach einer nach dem anderen aus! Wo ist das MG? Drüben beim Kamel! Wir brauchen das scheiß MG! Bleib in Deckung! Die müssen irgendwann nachladen! Friedrich! Hochgärtner! Friedrich! Friedrich! Hochgärtner! Friedrich! Hey! Ringwall bilden! Der Sanitätsbereich in der Mitte! Sämtliche Wasservorräte in der Mitte sammeln! Schützenlöcher aufwerfen! Nehmen Sie Kochgeschirr und alles, was Sie greifen können! Die Kiste zu mir! Männer mit Gewehren im gleichmäßigen Abstand im Lager verteilen und Munition klarlegen! Papa mit Schaufel hierher für das Wasser! Das ist das Wertvollste, was wir haben! Komm ran hier! Borewski, lass uns da mal nicht unser eigenes Grab buddeln! Dein Wort in Gottes Ohr, wir wollen nicht. Feuerlein! Hab ich! Hilfe, alles okay? So, Jungs, nicht vom Beckenrand springen. Gleich geht's wieder los. Und das da! Auf den Müllkompressor. Wo sind die? In meiner Tasche. Mehr! Janning, den Cognac. Sind Sie wahnsinnig? Was machen Sie denn hier? Nicht wahnsinniger als alle anderen hier. So war ich wohl schneller. Fragen Sie jetzt nicht, wo ich das kann. Oberbeck! Kann ich Sie hier kurz alleine lassen? War ich doch eben auch schon, oder? Suchen Sie einen geeigneten Kameltreiber aus. Er muss in der Nacht versuchen, aus dem Ringwall auszubrechen. Jeder, der nächste türkische Stützpunkt kann nicht weit sein. Mit Glück und Geschick kommt er da an. Jawohl, Herr Köhler. Ja. Brief hier. Das ist deiner. Meiner?
So ein Idiot. Ich habe sie ihr nicht gegönnt. Kennst du das Vaterunser? Ja. Kannst du es beten? Vater unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel. Also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Nun nehmen Sie schon. Das hat alles keinen Sinn. Überleben wollen ist nicht sinnlos. Überleben wozu? Ich habe ihn in Sumatra mit Waffengewalt gezwungen, aus den Händen einer Frau zum Landungszug zurückzukehren. Ich wollte ihn vor den Konsequenzen bewahren. Wozu? Dass er jetzt hier in Dreck wird! Verdammte Scheiße! Ich helfe Ihnen, Herr Kaloi. Nein, nein, nein! Ich schaff das schon. Ich helfe Ihnen. Ein totes Kamel ist eine ebenso gute Deckung wie ein lebendiges. Allerdings, es riecht nach der Zeit etwas streng. Ich glaube, das reicht. Ich habe gehört, dass Sie einen von den Kameltreibern losschicken wollen, um Hilfe zu alarmieren. Den kann man nicht trauen, Herr Kaloi. Bevor ich in der Kombüse der Emden gelandet bin. Waren Sie in der französischen Fremdenlegion, ich weiß. Wollen Sie wieder zurück? Nee. Ich bin damals in Sidi Bel Abbes ausgebildet worden und ich kann mich ganz gut in der Wüste bewegen. Vielleicht sogar besser als kochen. Ich bitte um die Erlaubnis, heute Nacht die feindlichen Linien durchbrechen zu dürfen, um die Garnison in Jeddah zu benachrichtigen. Wenn ich schaffe, dann kann ich Hilfe alarmieren. Und wenn nicht, dann habe ich es wenigstens versucht. Das Schicksal meint es nicht gut mit uns. Weitere 3 Tage und Nächte in dieser verfluchten Wüste. Wir haben nur noch Wasser bis heute Mittag. Und Hilgard scheint es nicht geschafft zu haben. Ich habe heute Nacht Schüsse aus Richtung Jeddah gehört. Also werden wir diese Nacht einen Ausbruch versuchen. Was das bedeutet, weiß jeder von uns. Aber so kommen vielleicht wenigstens einige durch. Wenn wir nichts unternehmen, werden wir aufgerieben und gehen alle drauf. Das ist eine klare Antwort. Du musst dich verbinden lassen.
Alles gut. Danke, mein Lieber. Oh. Endlich. Oh, entschuldigen Sie vielmals. Ich bitte Sie, meine Lieben. Heimatluft. Mit Ruß und Dampf und Ölgestank. Endlich. Maria? Zu Hause. Hast du die Verwundeten gesehen? Ja. Das ist schrecklich. Das ist der Krieg. Nun komm, jetzt landen wir noch auf dem Rangierbahnhof. Sind wir da nicht schon längst? Hey. Ich muss mit dir reden. Sehr gern, aber hier ist... Ich weiß nicht, ob ich die Verlobung aufrechterhalten kann. Maria, du bist müde und du bist erschöpft. Ich liebe dich sehr. Und jetzt komm. Sonst landen wir wirklich noch auf dem Rangierbahnhof. Sie machen ruhig weiter. Wenn es jeder verdient hat, dann her. Warum ist es jetzt so ruhig? Haben Sie sich verzogen? Na? Tauschen wir? Tauschen? Meine Gewehre. Wir säubern die hinten im Windschatten. Was ist denn das? Kriegsfahne Essen. Die Türken zu mir! Fragen Sie, was Sie wollen. ماذا تريدون؟ السلام عليكم. نريد أن نتحدث مع قائدكم. Sie wollen den Befehlshaber sprechen. Na dann. Jeder auf seinen Posten! Wenn das eine Falle ist, dann wird zurückgeschossen. Ohne Rücksicht auf meine Person. Ich muss Sie bitten, mich zu begleiten. Sicher. Ich komme mit. Nein. Oberbeck, ich übergebe Ihnen hiermit das Kommando über den Stützpunkt. Kommen Sie. Alles hört auf mein Kommando! السلام عليكم. نريد أخباركم. Kapitänleutnant von Mücke, Deutsche Kaiserliche Marine. القبطان von Mücke البحرية الملاكية ألمانيا. سيدي، أبلغكم تحيات أمير مكة. Die Herren sind im Auftrag des Emirs von Mekka hier.
لقد بعث ابن عبد الله على رأس الجيش لينقذكم. Und er hat seinen zweiten Sohn... Men? ابن عبد الله. Er hat seinen zweiten Sohn Abdallah mit einer Truppe zu Hilfe geschickt. الأمير عبد الله يقرئكم سلامه وهو آسف لما حصل في Der الصحراء. Herr Abdallah überbringt die Grüße seines Vaters, des Emirs von Mekka. Er bedauert den Vorfall in der Wüste. الطريق آمن الآن. الجيوش الألمانية تحت حمايتي. Aber jetzt ist der Weg frei. Die deutschen Soldaten stehen unter dem persönlichen Schutz des Emirs von Mekka. Riecht nach Buletten mit Senf. Wunderschönes Anwesen von Plettenberg. Gratuliere. Danke. Uralter Familienbesitz. Leihbar? Wie meinen Sie das? Ein Scherz. Aber ich werde dich glücklich machen. Das verspreche ich dir. Das weiß ich. Ich liebe dich. Wir wissen beide, dass Liebe vergänglich ist. Nicht meine. Abdallah und seine Truppe wollen sich verabschieden. Von hier bis zur Bahn ist die Gegend sicher. Ich werde ebenfalls auf Wiedersehen sagen. Mein Bruder wartet auf mich. Auf Wiedersehen. Salam alaikum. Alaikum salam.
Haben Sie das gehört? Ruhe! Oberweg, kommen Sie. Klute, Sie führen den Landungszug nach. Jawohl, Herr Kaloi. Hey, alles hört auf mein Kommando! Hey! Hey! Aber dich, die hätten nur die heißen Kartoffeln. So, gehen wir ohne Fahrschein hier. Freust du dich auf deine Familie? Die sind an der Ostsee. In unserem Elternhaus bei meinem Bruder, der ist Fischer. Freuen. Ich glaube, ich bin im Kopf noch nicht so weit, dass ich mal freuen kann. Naja, wenigstens kannst du damit rechnen, sie wiederzufinden. Ja, wer weiß. Vielleicht liegt ja schon ein anderer Kerl bei mir im Bett und lässt sich verwöhnen. Wie ich von so einem Schreiberling gehört habe, haben sie uns für mausetot erklärt. Herr Leutnant, da wartet Besuch auf Sie im Salon. Darf ich dir Graf von Manstein vorstellen? Willkommen zurück in der Heimat. Danke. So sieht man sich wieder. Ich habe eine Depesche zu versenden. Die Königsberger wollen zur Hochzeit kommen. Ich werde für sie das Hammersteiner Palais reservieren lassen. In einer Viertelstunde bin ich zurück. Meine Verehrung. Ja, so sieht man sich wieder. Zeiten ändern sich. Die habe ich dir geschenkt. Ja, zur Verlobung. Meinen habe ich zu Hause. Ich schreibe dir und erkläre dir alles. Nicht nötig. Wie ist deine Adresse?
Wieso wohnst du an der Ostsee und nicht hier in Berlin? Ich verbringe ein paar Tage Urlaub an der Ostsee bei einem Kameraden. Noch immer nicht die Nase voll von der See. Noch einmal. Noch einmal muss sie mir gewogen sein. Wie meinst du das? Seine kaiserliche Majestät ist wegen der Kriegsereignisse unabkömmlich. Das Eiserne Kreuz wird an den Landungszug von Generaloberst von Leutenburg überreicht. Kapitänleutnant von Mücke? Jawohl, Herr Major. Übernehmen Sie. Auch wenn mich die militärische Disziplin zwingt, meine Gefühle zu verbergen, diese Feiern und Ehrungen sind mir zuwider. Achtung! Die Augen links! Melde gehorsamst, Landungszug der Emden in Stärke von 2 Offizieren, 4 Unteroffizieren und 37 Mann zur Stelle. Danke. Lassen Sie rühren. Rührt euch! Dank seiner Majestät, unserem Kaiser, der die kaiserliche Marine so gefördert hat, beherrscht das Deutsche Reich die Weltmeere. Und das nicht durch die große Zahl von Kriegsschiffen, sondern durch intelligente Technik und Taktik sind wir dem Feind überlegen. Sie, Männer der Emden, sind ein nachahmenswertes Beispiel dafür. Sie haben bewiesen, dass es gehorsamen Dienern bedarf, um den Willen des Kaisers auch angemessen und Listenreich umzusetzen. Hier hat sich der Ruhmreiche Anfangs zugewendet, sondern solche Kämpferherzen, solchen Wagemut braucht das Vaterland. Na? Tschüss. Was ist? Nichts. Auf Wiedersehen, Herr Oberleutnant. Das war's also. Ihr nächster Dienst, Overbeck? Nun, die Wiesbaden. Ob im Waffenrock oder anders, man trifft sich wieder. Kapitänleutnant, der Herr Generaloberst lässt bitten. Der Generaloberst lässt bitten. Passen Sie auf sich auf. Und? Was sagst du? Das wäre großartig. Ich will mich ja nicht einmischen, Jungs. Aber hier geht's um mein Schiff. Den Kutter hat der Alte uns gemeinsam vermacht. Ja, wo gibt's denn sowas? Du bist doch zur Marine gegangen. Das Schiff ist auf meinen Namen eingetragen und ich halte meine Rübe dafür hin. Ja, und?
Hat sich das der Herr Oberleutnant auch gut überlegt? Ist gut, ja? Das ist doch Desertieren. So heißt das doch, oder? Ja, na und, da fährt doch keiner. Bleibt doch sozusagen in der Familie. Ja, ja. Darauf steht die Todesstrafe. Nee, Kindes. Ich hab Familie. Ich auch. Mensch, Beihilfe zum Desertieren ist doch genauso schlimm. Der Herr Oberleutnant, der macht ja Beziehungen zu denen da oben haben. Aber unser eins hat die eben nicht. Wir müssen dran glauben, wenn wir erwischt werden. Also, ich kann einen Oberleutnant nie nach Schweden rüberbringen. So leid mir das tut. Paule! Sag mal, was wird denn das? Was willst du mit dem ollen Kahn? Was hast du? Die See ist ruhig. Karl, das ist Flaute. Da kommst du nicht weit. Die haben dich ruckzuck wieder eingeholt. Das ist Selbstmord. Gefangen nehmen lasse ich mich nicht. Hey, Karl. Ein Fischer hat mir den Namen seines Bootes hier draufgeschrieben. Was für ein Fischer? Bist du verrückt? Was machst du hier? Ich bringe dir deinen Ring zurück. Und ich will, dass du ihn trägst. Und ich auch. Uli, kriegen wir die überhaupt in den kleinen Kahn? Wie ein kleiner Kahn. Ich bringe euch rüber. Mit dem da. Hier, lies mal. Bring mir das Schiff heil zurück. Gute Reise, Paula. Jetzt, auf dieser Reise, erscheint mir alles, was hinter uns liegt, wie ein unwirklicher Traum. Doch was liegt vor uns? Nicht lange und wir sind wieder unterwegs. An die nächste Front.